kann mich erinnern, dass am Übergang vom Kyoto-Protokoll zu Pariser Abkommen und so weiter diskutiert worden ist, ob man denn schon einen retrospektiven Blick wagen kann, was von den Ideen oder von den Vereinbarungen am besten gegriffen hat. Dass man gesagt hat, um sozusagen neu zu planen, schon ein bisschen auf die Vergangenheit zu schauen. Ist sowas überhaupt schon möglich? Weil die Frage, die viele Menschen diskutieren, ist, mein persönlicher Beitrag, mein persönlicher Fußabdruck, wie viel Beitrag ist das jetzt wirklich? Wo muss man bei der Industrie? Und wenn man jetzt politische Entscheidungen, die Sie zu Recht ansprechen, natürlich jetzt fällt, dann will man natürlich wissen, wo sind die Hebeln, die am besten greifen. Kann man das aus dem sozusagen Erfahrungen des Kyoto-Protokolls wie kann man da schon Schlüsse ziehen? Ja, natürlich. Und das geht nicht nur aufs Kyoto-Protokoll zurück, sondern es gibt ja in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Maßnahmen. Also die einen konzentrieren sich mehr auf den Verkehr und die anderen mehr auf die Industrie, die Dritten schauen auf die Ernährung. Also es gibt ganz unterschiedliche Prioritätensetzungen und daher auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, von denen man lernen kann. Es gibt auch nicht das eine Land, das alles richtig macht, sondern und daher hat man wirklich eine Palette von Möglichkeiten, was man tun kann. Und dann gibt es natürlich auch die wissenschaftlichen Untersuchungen, zum Beispiel die ökonomischen Untersuchungen, was sind die Hebel, die wirklich wirken. Und im Grunde genommen, wenn wir stehen vor einer Situation, dass wir wirklich in kurzer Zeit, also wenn wir 2040 CO2-neutral sein wollen, heißt das, dass wir über 7% Treibhausgasemissionen pro Jahr reduzieren müssen. Und die ganze Corona-Krise hat jetzt global 5% so ungefähr verursacht. In Österreich vielleicht ungefähr diese 7%, aber eben über kurze Zeit und es baut sich schon wieder auf. Das heißt, es ist schon ein gewaltiger Eingriff. Natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir den Corona-Lockdown fortsetzen, aber dass wir eben die Emissionen in dem Ausmaß reduzieren müssen jedes Jahr. Und das erfordert die Mitwirkung aller. Und was von der Politik vor allem gefordert ist, dass sie Rahmenbedingungen schafft für die Wirtschaft, aber auch für den Einzelnen, die das klimafreundliche Handeln attraktiver macht als das klimafeindliche Handeln. Und das heißt, es muss das klimafreundliche Produkt, das regionale, das saisonale Produkt muss einfach das billigere sein und auch das leichter erhältlich ist. Und das gilt auch für Reisen. Also die Bahnreise muss unproblematischer sein als das Fliegen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man Hürden beim Fliegen einbauen muss, sondern das heißt, dass man die Hürden beim Bahnfahren eliminieren muss und dass man das attraktiver machen muss, also zum Beispiel die Bahnhöfe entsprechend attraktiv, was ja auch zum Teil geschieht, aber sozusagen wirklich systematisch. Und auch, dass das Umsteigen von der Bahn auf das öffentliche Verkehrsmittel in die Richtung geht ja die Regierung. Also es sind ja durchaus gute Ansätze da. Die Frage ist nur, wie schnell setzt sie um und wie vollständig setzt sie wirklich um. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Aber die Aufgabe ist eben, die Rahmenbedingungen zu schaffen, auch für die Wirtschaft, dass sie das tut, was klimafreundlich ist. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man sich eben schon überlegt, wo wird dieser Wirtschaftszweig, wo wird der in 10, in 20 Jahren sein? Wie schaut der aus, wenn wir klimaneutral sind? Und auf das muss ich hinarbeiten. Also zum Beispiel, um ein heißes Eisen anzufassen, in der Ernährung ist gar keine Frage, dass die Fleischproduktion mit starken Treibhausgasemissionen verbunden ist. Das heißt, eine Reduktion des Fleischkonsums ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Dass er außerdem gesund ist und noch viele andere Vorteile hat, sei einmal dahingestellt. Aber das heißt, dass ich zum Beispiel jetzt, wenn die Gastronomie leidet und wieder sozusagen auf Touren kommen soll, dass ich die Unterstützung ja ohne weiteres binden kann dran, dass die Speisekarten einen höheren Anteil von fleischfreien Speisen, einen höheren Anteil von biologischen Produkten enthalten. Das ist jetzt nicht die große Umstellung für die Gastronomie. Es ist vielleicht ein bisschen teurer, aber es würde gleichzeitig die österreichische Landwirtschaft in die Richtung drängen, dass auch die Landwirtschaft klimafreundlicher wird. Das heißt, man könnte mit kleinen Hebeln wahrscheinlich relativ viel erreichen, ganz abgesehen davon, dass die Bevölkerung gesünder würde. Ohne dass man irgendwem vorschreibt, du darfst nur vegetarisch oder vegan essen, aber du hast zumindest die Möglichkeit, was ja jetzt sehr oft fehlt. Die
Covid-19-Pandemie hat natürlich bis zu einem gewissen Grad die Klimadringlichkeit von der Tagesordnung einmal genommen. Klar, die Menschen haben jetzt ganz anderen Fokus gehabt. Auf der anderen Seite sehen das Kommentatorinnen und Kommentatoren so, dass sie sagen, aber es ist doch beeindruckend, was Politik und die Menschen zusammenbringen, wenn es sein muss. Plötzlich über Nacht funktioniert etwas, noch dazu auch von der Wissenschaft beraten, was man sozusagen im Zusammenhang mit der Klimakrise eigentlich sich schon seit Jahren wünscht. Nun, wie erklärt man sich eigentlich diesen enormen Unterschied oder diesen enormen Effekt? Hat das einfach damit zu tun, dass, und das ist mein persönlicher Verdacht, dass die Covid-19-Pandemie halt jetzt und vielleicht sogar auch ältere Menschen sofort betreffen kann, wohingegen beim Klimawandel, bei der Klimawandeldiskussion es eher auch ein bisschen um morgen geht und um die jüngeren Menschen und daher sozusagen diese akute Reaktionsbereitschaft nicht gegeben ist. Ist das, oder überinterpretiere ich das? Nein, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich glaube, die Maßnahmen wären nicht mit der Selbstverständlichkeit akzeptiert worden von der Bevölkerung, wie sie es wurden, wenn nicht doch der Großteil der Menschen das Gefühl gehabt hätten, es kann mich betreffen und auch schon morgen und vielleicht bin ich sogar jetzt schon infiziert. Also es war wirklich etwas ganz Unmittelbares, ist auch von der Politik so kommuniziert worden. Während das beim Klimawandel nicht so kommuniziert wird, obwohl wir beim Klimawandel auch jetzt schon betroffen sind, vielleicht nicht alle im selben Ausmaß, aber wenn man mit den Waldbesitzern redet, die von den Borkenkäfern betroffen waren, oder wenn man mit den Landwirten redet, die von der Trockenheit oder von den Unwettern betroffen sind, die sind ganz unmittelbar und direkt in ihrer Existenz betroffen. Und für die ist das ebenso real wie Covid. Natürlich kommt bei Covid auch dazu, dass man irgendwie das Gefühl hatte, naja, das ist jetzt eine Phase, durch die müssen wir durch und danach wird alles wieder so, wie es war. Und das haben wir beim Klima ja eigentlich nicht. Dafür denke ich, wenn man die Geschichte richtig erzählt und auch richtig angeht, es ist ja nicht nur eine Frage des Erzählens, kann man sagen, wenn wir die Klimaschutzmaßnahmen betreffen, dann ist es nachher besser, als es vorher war. Weil dann haben wir viele von den Problemen, die wir jetzt haben, also auch Biodiversitätsverlust, was ja noch weniger fassbar ist für die meisten Menschen wie der Klimawandel. Aber dann haben wir viele Gesundheitsprobleme nicht mehr. Dann haben wir wahrscheinlich auch die Schere zwischen Arm und Reich, die kleiner wird. Wir haben viele soziale Probleme nicht mehr. Und das ist ja eigentlich auch etwas, was sich lohnt und wo wirklich jeder Einzelne davon profitieren kann. Das heißt, und das ist aber eine Frage, wie kommuniziert man das? Sagt man das mit als Politiker oder sagt man, um Gottes Willen, ich will keine Steuern erhöhen? Darum kann es doch gar nicht gehen. Wir fallen immer wieder in die alten Formulierungen, wo es irgendwelche festgefahrenen Vorstellungen gibt. Wir reden, brauchen wir Wirtschaftswachstum oder nicht? In Wirklichkeit müssen wir doch darüber reden, brauchen wir ein Wirtschaftssystem, das es uns ermöglicht, innerhalb der ökologischen Grenzen des Planetes gut zu leben. Und wenn das mit Wirtschaftswachstum verbunden ist, sei es. Wenn es nicht mit Wirtschaftswachstum ist, auch gut. Also die Frage ist nicht, brauche ich Wachstum oder nicht, brauche ich freien Markt oder nicht, sondern was brauche ich, damit ich innerhalb der ökologischen Grenzen gut leben kann. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und alles andere ist dann eine Folge, aber das kann nicht der eigentliche Diskussionspunkt sein. Und ähnlich sehe ich das mit den Steuern. Wenn ich mit den Steuern etwas erreichen kann, was das Leben der Menschen besser macht, die Frage natürlich kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ganz so einfach ist natürlich nicht, aber zumindest mittelfristig und langfristig besser macht, dann ist das wahrscheinlich etwas, was die Menschen mittragen. Ich muss es aber auch so kommunizieren. Und ich kann es nicht kommunizieren, ich belaste sie jetzt mit einer zusätzlichen CO2-Steuer. Wenn ich das so kommuniziere, wird jeder sagen, um Gottes Willen, was habe ich mit CO2 zu tun? Die Thematik Gesundheit hat auch noch einen interessanten Aspekt. In der letzten Zeit habe ich öfter davon gelesen, dass ja eigentlich Klimawandel oder die Veränderungen in diesem Zusammenhang auch gesundheitsschädigende Folgen haben. Und man das gar nicht so, weil die einen haben gesagt, das ist halt ein Gesundheitsthema, das andere ist kein Gesundheitsthema. Aber eigentlich ist Klimawandel ja auch ein Gesundheitsthema. Klimawandel ist ein ganz massives Gesundheitsthema. Wir haben vom Climate Change Center Austria vor 2 Jahren einen Bericht herausgebracht, Klima und Gesundheit und Demografie. Und es ist vollkommen klar, dass die Menschen erstens unter der Hitze leiden,
Das zweitens, und das war für uns nicht ganz so selbstverständlich, dass das ganz vorne rangiert, dass Allergien eine ganz wesentliche Rolle spielen. Die Pflanzenwelt verändert sich. Wir kriegen Pflanzen, die wir vorher nicht hatten, und die lösen zum Teil Allergien aus. Und andererseits sind die Vegetationsperioden verschoben, zum Teil länger. Das heißt, die Zeit, in der man unter Allergien leidet, wächst, wird länger. Zu Zeiten, wo früher dann die Pollen alle schon sozusagen weg waren, gibt es jetzt immer noch welche. Es sind aber auch Veränderungen in der Luftqualität, also Ozonbelastungen nehmen zu. Und dann gibt es natürlich alle die Veränderungen, die zusammenhängen mit Extremereignissen, also Menschen, die verletzt werden bei Überschwemmungen oder ihr Leben verlieren, Muren und so weiter. Das heißt, es gibt in vieler Hinsicht Auswirkungen des Klimawandels, aber es gibt sie natürlich auch indirekt über zum Beispiel wirtschaftliche Veränderungen, wo die Menschen dann ihren Job verlieren oder Angst haben, ihren Job zu verlieren. Auch das, psychische Erkrankungen sind ganz wesentlich auch im Klimawandel in Zusammenhang zu sehen. Und ich habe von einer ungarischen Kollegin gehört, dass es dort ein ganz großes Problem der jungen Frauen gibt, die einfach psychisch mit der Situation nicht zurande kommen, dass sie einerseits ein Kind haben wollen oder Kinder haben wollen, aber andererseits sich denken, in diese Welt kann man keine Kinder setzen. Was tue ich diesem Wesen an, wenn ich jetzt ein Kind in die Welt setze? Und in diesem Spannungsfeld zerbrechen manche. Und das sind natürlich schon tragische Situationen. Was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist die Sache, dass natürlich auch Covid, das Übergreifen von Erkrankungen, die an Tieren bekannt sind, auf Menschen, dass das schon auch zusammenhängt in gewissem Maße mit Klimawandel, aber wahrscheinlich noch stärker mit der Einschränkung des Lebensraumes der Tiere. Und dass wir immer in engeren Kontakt mit diesen Tieren kommen, weil immer weniger Platz da ist. Und natürlich die Tiere auch unter Stress stehen, weil die Tiere spüren den Klimawandel genauso wie wir oder noch stärker. Das heißt, es ist der Klimawandel natürlich auch ein gesundheitliches Problem. Aber insgesamt muss man sagen, ist er in erster Linie ein gesellschaftliches Problem, weil wir als Gesellschaft offensichtlich nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Es müsste ja nicht sein. Es ist ja nicht so, dass der Klimawandel sein muss, sondern wir hätten ihn schon längst sozusagen eliminieren können. Wir könnten dieses Problem schon längst los sein. Frau Professor, die Frage, die sich auch noch aufdrängt, ist, ob jetzt nach der Covid-19-Pandemie das Geld und auch das politische Interesse und vielleicht auch das gesellschaftliche Engagement da sein wird, um sozusagen diese Klimadiskussion so weiterzutreiben und vor allem auch die Reaktion, und sich auch das leisten zu wollen und nicht sozusagen jetzt einfach einmal zu schauen, die Wirtschaft wieder hochzuschieben und hochzutreiben und dann sozusagen eigentlich auf Kosten der Bemühungen für den Klimawandel. Wie sehen Sie das? Wie stufen Sie das ein? Ich glaube, dass wir an einem Entscheidungspunkt stehen, dass es sich jetzt entscheidet, und mit jetzt meine ich durchaus heuer und vielleicht im nächsten Jahr, dass es hier entscheidet, ob wir wieder zurückgehen zum Alten und damit wahrscheinlich den Gedanken, dass wir das Klima überhaupt noch stabilisieren können, aufgeben müssen. Weil ich tatsächlich glaube, wenn wir das Geld jetzt falsch einsetzen, um die fossile Wirtschaft mit dem Ganzen drumherum wieder in Schwung zu bringen, dass wir dann die Energie und das Geld nicht haben, um kurz darauf den notwendigen Umbau, die notwendige Transformation für eine klimafreundliche Gesellschaft zu machen. Das heißt, wir müssen es jetzt machen. Und wir hätten aber jetzt die Chance, die Covid-Krise beziehungsweise die daraus folgende Wirtschaftskrise bietet schon die Möglichkeit, viel rascher Klimaschutz zu betreiben, als das ohne die möglich gewesen wäre. Wir haben gesehen, wie rasch Entscheidungen fallen können, und zwar tiefgreifende Entscheidungen. Wir haben gesehen, dass die Bevölkerung durchaus flexibel ist, und wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Es gibt auch gute Anzeichen. Also durchaus in der EU. Es ist nicht der Green Deal fallen gelassen worden und gesagt worden, ja Pech, jetzt müssen wir was anderes machen, sondern im Gegenteil, die EU sagt zumindest, dass sie das durchaus verstärkt machen will. Es ist auch in unserer Regierung eine grundsätzliche Bereitschaft da. Die Frage ist, wie gut es wirklich umgesetzt wird. Und ich denke, es muss erstens durchdacht sein.
Und ich glaube, da kann man schon sich sehr stark auf Wissenschaft stützen, weil die Klimawissenschaft, und damit schließe ich die ganze Ökonomie, Politikwissenschaft, Finanzwissenschaft mit ein, sich ja schon seit vielen Jahren damit bemüht, wie kann diese Veränderung vor sich gehen, was hat welche Wirkungen, was kostet wie viel. Das heißt, da ist sehr viel da kann man auch sehr viel aufbauen. Also wie gut man sie einbindet, aber, und das ist ganz wesentlich auch, wie gut man die Bevölkerung einbindet. Weil es müssen die Einzelnen mitmachen wollen. Also nur die Befehle, kein Fleisch, kein Auto, das ist es nicht. Und so funktioniert es nicht und darum geht es auch gar nicht. Das heißt, wir haben eine große Chance. Ich hoffe, dass sie gut genützt wird. Wir haben hervorragende Voraussetzungen, meines Erachtens besser, als wir je hatten. Wir haben eine EU, die in dieselbe Richtung zielt. Wir haben eine Regierung, die das im Regierungsprogramm stehen hat. Wir haben eine Jugend, die auf der Straße steht und schon wieder auf der Straße steht, um genau das zu erreichen. Das heißt, es gibt einfach hervorragende Voraussetzungen. Und ich glaube, wir sollten diese Chance tatsächlich nützen. Und dazu, glaube ich, kann jeder beitragen in seinem eigenen Umfeld, aber auch mit was immer, Leserbriefe an Zeitungen oder an Minister oder sonst etwas. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir jetzt alle gemeinsam sagen, wir wollen eine bessere Zukunft. Wir wollen nicht zurück zum Alten. Frau Professor, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die Expertise. In Zeiten wie diesen wünscht man gesund bleiben und dranbleiben. Dankeschön. Danke für die Möglichkeit zu sprechen. Dankeschön.